Einen besinnlichen 18. Dezember 2021 und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Und du befindest dich mittendrin in meinem kreativen Adventskalender. Jeden Abend im Advent zeige ich dir eine sternige Bastelidee, die du fast immer schnell nachbasteln kannst. Und anschließend gibt es die Sterne des Tages aus unserem Sternenpost Adventskalender. Ja, für die Bastelidee öffne ich erstmal meinen Adventskalender. Das ist hier diese Box aus einem A4-Blatt. Auch da gibt es eine Anleitung, gehört in meine Reihe 24 Adventskalenderboxen und bei mir ist natürlich immer kreatives Material drin. Die Ringe habe ich mir heute mal selber eingepackt, weil die brauchen wir und mit den Ringen, du ahnst es schon, gibt es eine Karte. Ja, ihr konntet entscheiden. Ich habe jetzt einfach durchgezählt und in dem Moment, wo ich vorbereiten musste, festgelegt. Es ging um diese Impossible Card, die Peekaboo Card und die Inside Out Card, Inside Outside Card. Und die hat die meisten Stimmen bekommen. Es war knapp, aber hat die meisten Stimmen bekommen und ihr kennt mich. Das heißt, die kommt zuerst und die anderen kommen später, aber wahrscheinlich nicht mehr im Adventskalender. Okay, jetzt gibt es eine Weihnachtskarte. Das war die Technik. Mach mal so auf und da ist die Mutti außen und innen. Inside Out, genau. Und das gleiche haben wir hier gemacht mit dem kleinen Igel, der die Äpfel zu Weihnachten bringt. Da ist er. Und, ups, hier ist er auch. So einfach geht das. Genau. Und Stern haben wir auch ausprobiert. Das ist, ja, funktioniert auch. Ich zeige heute diese Karte. Ja, was brauchen wir dafür? Einen Kartenrohling in 21 x 14,8 cm. Eine Auflage in 10 x 14,3 cm. Und ausgestanzte Elemente. Wie gesagt, ich habe diese Ringe verwendet, das zeige ich gleich. Und wir brauchen für innen drin dieses Stück entweder so wie hier mit Farbkarton und Auflage oder wie hier, und so machen wir es heute auch, in einem kompletten Stück Designerpapier und das hat die Maße 14,3 x 20 cm. Ja, haben wir uns jetzt alles gut gemerkt und jetzt geht's los. Ich zeige mal, wie ich das der Reihe nach gestanzt habe. Ich habe es schon fertig gestanzt, genau. Ich lege das mal beiseite, weil das ist immer so ein Fummelkram. Ich hoffe, der richtige Kreis ist noch da. Wenn nicht, dann müssen wir uns einen neuen malen. Ich habe zuerst die Auflage für vorne drauf gestanzt mit dem größten Kreis, weil ich möchte das gern, dass da außen eine Mattung ist. Die habe ich hier reingestanzt. Dann habe ich die Karte genommen, habe mir die Auflage mit dem Kreis aufgelegt, hatte dadurch die genaue Markierung für den nächsten Kreis und habe den nächst kleineren Kreis hier ausgemittelt und das durchaus so komplett durchgestanzt und dann habe ich eben diese weiße Mattung hier ringsum. Das war das zweite. Und warum hatte ich das nicht zusammengeklebt und in einer Schicht? Also selbst wenn ich in einer Größe gehabt hätte, hätte ich es nicht zusammenkleben wollen. Ich brauche diesen Kreis, nicht den, sondern diesen weißen Kreis, der etwas kleiner ist, der da eben genau drin ist und den hätte ich auch gern in weiß und nicht farbig. Den lege ich mit hin. Diesen hier, den merke ich mir für was anderes. Dann habe ich mir noch zwei kleinere Kreise gestanzt, einmal mit dem Wellenkreis, sind alle in einer Packung drin, das sind die lagenweise Kreise und dann nochmal in Rot-Weiß. Noch einer kleiner. Ja, das waren die ganzen Stanzformen. Das haben wir geklärt. Hier ist das Stück in 20 x 14,3 cm und das bekommt jetzt alle 5 cm eine Falzlinie. Bei 10 und bei 15 cm. Ja, dann falzen wir das einmal mittig und dann einmal in diese Richtung und einmal in diese Richtung. Und jetzt legen wir es uns aber nochmal, wie wir es brauchen, nämlich das nach innen, das nach außen und dieses komplett. Und das ist auch wichtig, damit uns da nichts schief geht. Mir ist da durchaus was schief gegangen, weil ich muss ja immer die Fehler schon mal üben. Hier kommt Klebstoff hin und hier unten kommt Klebstoff hin und da hinten kommt es komplett hin. So, jetzt wird geklebt. Wir können das vorne schon aufkleben, es sei denn, wir wollten uns einen ein Band drum kleben. Möchte ich aber nicht, das möchte ich, wenn, dann nur locker auflegen. Eventuell kommt es auch in weiß. Also kann ich das schon mal aufkleben. Die Vorderfront
Muss man jetzt nicht viel beachten, sondern nur schön auftragen, so dass es nicht außen rausläuft. Und dann die Mattung schön gleichmäßig ringsum legen. Wenn das alles gut gemessen ist, dann passt das super. Jo. Freuen wir uns schon mal, dass das halbwegs passt. Dann schieben wir noch ein Stück. Genau. Jetzt geht es nach innen rein. Nachdem ich gestern hier mit Kerze rumgearbeitet habe, klar, habe ich hier Wachs auf dem Tisch. Das nachher abbauen. So, okay. Also, diese Seite hier unten. So sieht es aus. Mittig Falz. Diese Seite wird mit Klebstoff. Ich nehme da jetzt durchaus Flüssigkleber, weil da kann ich gut rückeln. Und lege das hier rauf, dass ich überall die Mattung habe. Gleiche Größe, passt super, perfekt, gerade. Genau, gut angedrückt. Ja. Jetzt kleben wir dieses ja so zusammen. Jetzt müssen wir den Kreis berücksichtigen. Den könnten wir uns hier einmal anzeichnen. Können wir aber auch lassen, weil das merken wir uns. Wir tragen hier oben Klebstoff auf. Hier runterwärts Klebstoff auf. Und hier und das Ganze im ersten Feld. So, und jetzt haben wir in jedem Fall nicht zu viel. Wichtig. Drücken das an, legen das gerade rein und drücken die Vorderseite, hier also der Klebstoff, da nicht, hier flach drauf. Und dann unser Mechanismus schon zur Hälfte fertig. Drücken wir es noch an. Halten. Sitzt. So funktioniert der Mechanismus. Wieder zudrücken und wieder öffnen. Jetzt nehmen wir uns den weißen Kreis, hier ist er, und legen ihn hier rein. Hier soll er nicht kleben, er soll hier drüben kleben. Hier kommt also Klebstoff hin. Das heißt, wir legen ihn wieder rein. Da drüben passt er gut, da passt er auch. Und wenn wir es jetzt vorsichtig hochheben, dann können wir entweder hier auf die Seite, machen wir da am besten, unseren Klebstoff auftragen und dann drücken wir alles wieder runter. Dann muss es gut trocknen. Und der Mechanismus steht schon. Schau mal. Das Ding hat schon funktioniert. Es wird nochmal gut angedrückt. Ja. Hier nochmal ordentlich festdrücken, dass der Kerl nicht abhaut. Dann legen wir das mit dem Wellenkreis auf. Wobei ich das mit Abstand klebe, also werde ich erstmal hier meinen Brief gestalten. Und da ist nochmal der kleine witzige Igel gefragt. Den möchte ich kolorieren, also trage ich den hier noch auf mit Memento. Mittig, gerade läuft der Kerle, da ist er. Kolorieren tue ich ihn mit den Stampin' Blends. Brauchen wir gleich nochmal. Und zwar nehmen wir da Chili für die Äpfel. Das muss auch gar nicht so dramatisch viel koloriert werden. Celadon nehme ich für das Blatt. Die Schüssel geht mal in Bodengrün. Ja, und das Chili kommt nochmal für die roten Pantöffelchen. Irgendwie muss er ja weihnachtlich werden, der Kerl. Der Igel kriegt rote Stiefelchen an, Weihnachtsstiefel. Und nachdem ich mich belehren habe lassen, ist die Igelfarbe jetzt nicht grau. Meine Igel sind immer grau, aber jetzt sind die Igel eben mal Wannefarben. Wie sind deine Igel? So, hier vorne den Igelkopf. Wie gesagt, das ist einfach nur schnell koloriert und mehr passiert nicht. Wenn wir wollten, könnten wir unten noch so... Ach, wir lassen das. Wir wollen nicht. Ne, wir wollen gerade nicht. Okay. Wir tragen ihn hier auf. Wir kleben ihn da auf. Und dann ist die Sache schon so gut wie fertig.
So sitzt er gut. Dann nehmen wir uns Abstandsklebepunkte. So, ziehen die Schutzfolie ab. Sage noch einer, diese Karte würde lange dauern. Ja, manche Funfold Cards gehen wirklich so schnell, dass man gar nicht merkt, wie schnell. So, da ist das Igelchen außen. Und dann ist es auch innen. Einen Gruß packen wir noch draus. Da habe ich hier, weil der Igel lädt ja geradezu dazu ein, zu fröhlichen Feiertagen. Haben wir hier den großen Block. Das ist hier ein Block. Hier mal die Blöcke unterwegs sind auf dem Arbeitstisch. Egal. Also fröhliche Feiertage. Hier haben wir einen Streifen weiß. Wir nehmen es in dem Fall wieder in schwarz, weil wir haben ja schon da oben drüber schwarz die Feiertage sitzen. Wo ist der Deckel? Ja, und dann schauen wir einfach, wie wir diesen Spruch jetzt hier noch dick hinkriegen. Dann schneide ich den erstmal hier ab. Wir könnten jetzt natürlich eine Stanzform nehmen. Wir könnten auch goldene Klebepunkte nehmen, also egal was. Schön wird es immer, würde ich sagen. Das passt schon mal hier unten hin. Guck mal, was hier so hinter mir rumlungert. Ein Glitzerkram. Ach, wenn das nichts wird. So, und jetzt nehmen wir dann doch ein bisschen Grün. Überlege, ob mit oder ohne Schleife. In jedem Fall erstmal Grün. Könnten wir hier so ein bisschen hinwerfen. Wird ja geworfen, ne? Okay, heute werfen wir mal. Jo, ich mittel mir das so ein bisschen aus und nehme die obere Mitte. Kennen wir schon. Haue hier so ein Fädchen hin, also ein, wie heißt es? Seifenbändchen. Das andere mit einer Schlinge drüber. Und dann ein bisschen rechts. Immer nicht zu viel geschlungen. So, ja. Und die fröhlichen Feiertage setzen wir dann oben drauf. Da nehmen wir nochmal Abstandsklebepunkte. Immer gut. Das sind so die kleinen, feinen Sachen, die wirklich die Sache so schnell machen. Ja, das vermitteln wir ein bisschen. Gerade ist wichtig. Hätten wir jetzt natürlich auch Stanzform nehmen können. Das ist alles nicht das Ding. Aber wir können ja immer verschiedene Varianten zeigen und ist ja nicht so schlimm, wenn man nicht alles in jeder Menge hat. Man kann da immer schön variieren. So, jetzt kommen die Blinky Bills hier drauf. Mann, sind das Klopper. Ich glaube, ich setze hier einen hin. Und dann ist die Frage, ob der Igel das oberste ist praktisch kein Apfel, sondern eine Christbaumkugel. Die bringt er jetzt rum. Und du kennst das ja schon mit meinem ungeraden Deko-Verständnis. Das heißt, wir müssen da noch eine draufhauen. Ja. Ich meine, er könnte auch einen Ohrring haben, ne? Aber machen wir nicht. Nee. Fällt noch einer vom Himmel. Da ist noch ein Glitzerpunkt. So. Sage noch einer, wir könnten nicht glitzern. Ja. Fertig ist unsere Inside-Outside-Card. Ja, werfen wir mal da hinten mit hin. Haben wir eine schöne bunte Mischung. Ich hoffe, dir hat sie gefallen, die Anleitung. Ich glaube, kann man wirklich schnell nachbasteln, oder? Was meinst du? Finde schon. Okay, so, was fehlt noch? Wie immer. Okay, Zeit vergeht hier immer. Naja, es ist Wochenende. Dann holen wir mal unseren Afrika-Adventskalender und die 4 Briefe aus dem Sternenpost-Adventskalender. Noch ein bisschen Tee trinken, so viel Fasel. Schauen wir doch mal in die Tüte. Ein bisschen was ist noch drin.
Ein Spruch heute, ja, Namen vorlese kann wieder schief gehen, ist ein westafrikanischer Schriftsteller. Malidoma Somé, würde ich sagen. Eine echte Gemeinschaft beginnt in den Herzen der Menschen. Na, wieder ein Wort. Genau so ist das. In den Herzen beginnt die Gemeinschaft. Sehr schön. Oben hin ist aus dem Weihnachten. Jo, jetzt. Und da hinten liegen. Ich muss immer aufräumen. Ich muss eindeutig aufräumen, aber ein paar Tage haben wir noch. Bis zum 24. Könnt ihr schon mal überlegen, wann ich am 24. das Video zeigen soll. Ich meine, ich weiß, dass ihr nicht immer gleichzeitig guckt, aber es wird also eher kommen als abends 18 Uhr. Das ist schon mal klar. Jetzt gehen die Reihenfolge, die Sterne los. Einmal ein Sternenbrief von Marita, einmal von Melanie, von Heike und von Simona. Jetzt kommt die Geografie. Hier bin ich mir nicht sicher. Marita, tut mir leid, wenn ich da was verhaue. Marita, denke ich, kommt aus Moosbach im Odenwald oder vielleicht in der Gegend. Ich schau mal, was wir hier drin haben. Schön gestalteter, glitzeriger Umschlag außen und hier drin ist ein gehäkelter Stern. Außen nochmal Perlen angesetzt, hier oben Bändchen. Das ist der rote gehäkelte Weihnachtsstern von Marita. Marita ist auch zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen. Auch Melanie ist zum ersten Mal dabei. Ich glaube, hier stimmt es eher, was ich habe. Da ist Schokolade drin. Guck mal, Schokolade. Gebe ich weiter. Toll. Schön gestaltet außen, mit Liebe verpackt. So, das ist ja was für Mutter und seine Tochter. Das ist ein Klebepunkt. Hier ist ein Bändchen. Und wenn ich jetzt nicht aufpasse, geht das schief. Oder? Sag was, Marita. Macht das nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich schneide jetzt hier auf. Ah. Was ist das, Schicki? Nur schaut mal hier. Guck mal. Ich nehme mal nochmal den Schutzfolie hier drauf. Oh, so ein filigran schöner Stern. Hochhalten. Viele Elemente zusammengeklebt. Einen tollen Stern. Ja, wieder auch ein weinroter Stern. Ich werde den mal mit meinen Bastlerschraubzwingen zusammenstecken, weil ich klebe den jetzt noch nicht. Das ist der Stern von Melanie. Und Heike hat ihr drittes Projekt, ihren dritten Kalender, den zeige ich heute. Da hat sie auch einen Stern gemacht, mit Draht geformt. Hier könnte man ihn wieder anhängen. Wieder eine wunderschöne Idee. Vielen Dank, Heike, für deinen ganzen Einsatz. Sehr gefreut. Schön, dass du dabei bist zum ersten Mal. Super. Und Simona ist auch zum ersten Mal dabei. Heute lauter Neustarter. Simona kommt aus Thüringen, aus der Nähe von Eisenach. Herzliche Grüße nach Thüringen. Und in der Fraktion Bunt gemischt gibt es diesen schönen Umschlag. Wartet mal, das kann man damit so schön verschließen. Ja, guck mal. Kann man da einfach runterklemmen. Und diesen feinen Geschenkanhänger. Schöne gedeckte Farben. Grüntöne mit Grau und Weiß. Schicki und da oben noch eine kleine Schleife mit einem Knopf dran gesetzt. Schneeflocken auf dem Tannenbaum. Eine sehr schöne Idee, ein Geschenkanhänger von Simona. Jo, das war's heute am 18. Dezember. Jetzt haben wir es bald geschafft. Ja, morgen der 4. Advent. Nicht die Zahlen durcheinander bringen. Morgen ist der 4. Advent. Bin schon mal gespannt, ob da morgen Abend eine Schüssel auf dem Tisch steht und wir mal einen Adventssonntag mit Wasserkranz feiern. Wir schauen mal. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen, besinnlichen Abend. Freue mich schon auf morgen. Bedanke mich nochmal bei den fleißigen Sternbastlern, bei den neuen, die ganze neue Riege heute. Ja, und freue mich, wenn wir uns morgen Abend wiedersehen. Ansonsten, wenn dir langweilig ist, schau gern Anleitungen, Tipps und Ideen. Ist hier ganz viel verlinkt. Kannst einfach mal durch meinen Blog, meinen YouTube-Kanal stöbern. Meinen Blog natürlich auch. Unter jedem Video ist immer der Blogbeitrag nochmal angegeben.
kannst du dann direkt hinschauen. Ja, also ich freue mich auf dich morgen und bis dahin, deine Angela von der Stempelfamilie.